Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute mache ich eine argentinische Steakhüfte. Wenn ihr sehen wollt, wie ich sie gemacht habe, bleibt dran, viel Spaß dabei. Ja, für unsere argentinische Steakhüfte, hier habe ich ein das Prachtstück, 2,2 Kilo schwer, schön marmoriert, brauche ich eine Marinade. Die besteht aus einem Gewürz mit Whisky-Geschmack, eine scharfe Soße, süßen Senf, Honig, zweierlei Barbecue-Soßen, welche ihr dann entnehmt, überlasse ich euch. Ich habe die noch da und ein Fleur de Sel. Das sind die ganzen Zutaten. Jetzt bereiten wir die Marinade zu und da geht's gleich weiter. Für unsere Marinade brauchen wir erstmal reichlich süßen Senf. Gut, ihr könnt eigentlich auch jeden anderen Senf benutzen. Aber mir schmeckt halt süßer Senf, der bringt so ein bisschen Schärfe, ein bisschen Süße. Ja, alles was man halt braucht für eine gute Marinade. Die Barbecue-Soße, wie gesagt, da ist es egal, welche ihr nehmt. Die hat jetzt ein bisschen Schärfe, ein bisschen Süße, richtig gute Soße ist das. Eine Mississippi Barbecue-Soße. So, das genügt. Die ist auch richtig lecker. Dann kommt ein bisschen scharfe Soße dazu. Wie gesagt, wie scharf ihr haben möchtet, das müsst ihr selbst bestimmen. Dann kommt was für die Süße. Waldhonig mache ich da rein. Auch so ein Esslöffel voll. Und dann kommen wir schon fast zum Ende. Fleur de Sel mache ich mit dazu. In dem Fall ist das von der Manufaktur Deutsch und von unserem Whisky-Gewürz. Hat wirklich ein gutes Aroma. So, liebe Leute, eins habe ich natürlich vergessen. Das ist Knoblauch. Ich nehme in diesem Fall getrockneten. Könnt ihr auch frischen nehmen. Da muss man auch nicht so arg sparen. Das war's. Jetzt rühren wir das mal ein bisschen untereinander. Das war's. Jetzt holen wir wieder unsere Steakhüfte dazu und dann wird sie einmariniert. So, da liegt sie, unsere Steakhüfte. Da machen wir jetzt mal ausreichend voll unsere Marinade drauf. Das darf ruhig ein bisschen runterlaufen. Gut, ich gebe es zu, das ist jetzt eine kleine Schmiererei, aber das Ergebnis wird großartig werden. Jetzt drehen wir die ganze Geschichte einmal und ihr seht, warum ich es in der Schüssel drin habe. Kommt die restliche Marinade und ich habe sie probiert. Wow, die ist richtig gut. Also wie gesagt, wenn ihr an die zwei Barbecue-Soßen rankommt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Die sind richtig lecker. Und durch die scharfe Soße hat es richtig Pfiff bekommen. Und bei dieser Art der Marinade ist es zwingend notwendig, dass ihr das Ganze über Nacht im Kühlschrank lasst. Ja, da bin ich wieder. 24 Stunden sind inzwischen ins Land gezogen. Das Fleisch seht ihr da. Hat schön die Marinade annehmen können. Und wie gesagt, der Ninja Woodfire steht auch schon bereit. Was wir natürlich noch machen müssen, ist die Pellets in die Smokerbox, weil ich möchte ja räuchern. So, das mache ich mal ganz kurz. So, wen es interessiert, ich nehme diese Sorte. Die sind dabei beim Kauf. Und jetzt befüllen wir mal die Box. Das ist ganz einfach. Ganze hoch. Und dann füllt man die Pellets ein. So. Wieder zu. Und als nächstes werde ich gleich das Fleisch mit drauflegen, weil während der Aufheizphase entwickelt der Ninja
ordentlich Rauch. Das kann das Fleisch erst einmal aufnehmen. So, aber bevor wir das Fleisch drauflegen, starten wir erst einmal. Ich gehe auf Smoke. Und 150 ist mal ein bisschen viel. Ich gehe runter auf 140 und gehe mal auf 2 Stunden. Wir starten. So, der heizt es auf und in dieser Phase lege ich gleich das Fleisch mit drauf. So, ich versehe es noch mit einem Kerntemperaturfühler. Deckel wieder zu. Also so, wir mögen das nicht so arg Medium, ja. Ja, wir sind eher so die bisschen leicht Durchesser, ja. Also ich gehe mal auf eine Kerntemperatur von 62 Grad. Ich weiß, für die meisten ist das zu hoch. Für uns ist das genau richtig und deswegen mache ich mal 62 Grad. Das wird immer noch leicht rosa sein, aber nicht so, wie ihr das gewohnt seid, wenn ihr das mit 58 oder 56 Grad rausnimmt. Aber ihr merkt, der Ninja beginnt jetzt sich aufzuheizen. Und wenn es dann soweit ist, dass der Ninja heiß ist, dann hole ich euch nochmal wieder mit dazu. So, inzwischen ist ein bisschen mehr wie eine Stunde vergangen. Wir öffnen mal. So, und wie ihr wahrscheinlich seht, habe ich das Fleisch einmal umgedreht. Das müsst ihr machen, weil bei der Smoke-Variante kommt die Hitze nur von oben. Und oh ja, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke so, ja, 50 Minuten werden wir fertig sein. Deckel wieder zu und dann sehen wir uns wieder. So, wir sind am Ziel angelangt. Wir schauen uns nochmal das Fleisch an. So sieht das Ganze jetzt aus, bis hierhin. Und das Problem ist bei der Smoker-Funktion, dass die Hitze, wie gesagt, nur von oben kommt. Ich schalte es nochmal ein auf Grill. Gehe auch nicht auf High, sondern gehe auf Low. Und da habe ich es. Und gehe mal auf 10 Minuten. Mache den Deckel zu. Und starte einfach nochmal. Ja? Da werde ich es kurz aufheizen, werde nicht lang brauchen. Und dann habe ich von oben und von unten eine schöne Kruste. Und dann sind wir fertig. So wie ihr seht, habe ich den Grill schon mal ausgeschaltet. Wir schauen mal rein. So sieht es aus. Hat sehr schönes Grillmuster angenommen, so wie ich es eigentlich wollte. Und jetzt wird probiert. Und dann gibt es noch ein Abschlussfazit. So, da haben wir ein Stück Fleisch. Ich schneide es einfach mal durch. So. Es hat noch 10 Minuten ruhen dürfen. Und ja, das sieht noch richtig gut aus. Genauso wie es wir wollen, leicht rosa. Jetzt werde ich das Ganze noch in Scheiben aufschneiden. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns nachher nochmal. So, kurzes Fazit. Ihr habt so gesehen, auch auf dem kleinen Ninja, der meines Erachtens ziemlich groß ist, macht richtig viel Spaß, ist auch die Steakhüfte super geworden. Wie schon erwähnt, wir wollen es halt mehr durch. Wer es halt mehr Medium mag, wie gesagt, 56 Grad runter, dann ein bisschen ziehen lassen, perfekt. Vom Raucharoma muss ich sagen, ist es sehr dezent im Vergleich zu einem Kugelgrill oder Keramikgrill oder zum Smoker. Die sind eigentlich alle ein bisschen intensiver vom Rauchgeschmack, aber ich finde es recht gut. Ja, es hat ein leichtes Raucharoma, was für uns richtig gut ist. Wer es mehr mag, einfach ein bisschen mehr und länger räuchern lassen, dann kommt man auch so in die Richtung, aber so ein richtiger Rauchring habe ich bisher noch nie hinbekommen. Bisschen üben, dann klappt euch auch das, aber geschmacklich war das richtig lecker mit den Marinaden, also mit der Barbecue-Soße. Richtig, richtig lecker. War richtig weich, also richtig gut, hat richtig viel Spaß gemacht und vor allem der Aufwand relativ wenig. Und ja, der Grill machte seine Arbeit alleine und was soll ich noch groß sagen, geschmeckt hat's gut, probiert's aus. Wenn ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das gerne nachholen. Kommentiert mal drunter. Vergisst die Glocke nicht zu aktivieren, verpasst da keine Videos mehr von uns. Ach ja, und eins hätte ich noch, wir haben noch einen Zweitkanal, Violas Backwelt, da dreht sich alles ums Backen, süß oder salzig. Schaut mal vorbei, ein Abo wäre auch super. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.